Im heutigen Vlog geht es um Haushaltsgegenstände und es wird sehr lustig, denn ich habe für jeden Buchstaben im Alphabet einen oder vielleicht sogar mehrere Haushaltsgegenstände ausgewählt. Und wir machen in diesem Vlog noch viele andere Dinge. Unter anderem frage ich dich, welche Gewohnheiten du bei der Hausarbeit hast. Dann lernen wir Redewendungen, es gibt ein Quiz und ich spreche auch über die 10 schmutzigsten Plätze im Haushalt. Los geht's mit dem Vlog. Hier habe ich einmal einen Abfalleimer. In Österreich sagen wir auch Mistkübel. Der Abfall und der Mist sind Synonyme. Man schmeißt den Abfall in den Abfalleimer oder man schmeißt den Mist in den Mistkübel. Leerst du sehr schnell und sehr häufig deinen Mistkübel oder deinen Abfalleimer oder wartest du, bis er randvoll ist? Außerdem habe ich mir etwas sehr Interessantes angesehen. Welche Hausarbeiten sind in Deutschland oder in Österreich relativ beliebt und welche Hausarbeiten sind relativ unbeliebt? Und was sind eigentlich die schmutzigsten Orte im Haushalt? Statistisch gesehen zumindest. Ich habe mir das angeschaut und es ist eine sehr interessante Liste rausgekommen. Auf Platz Nummer 10 sind einmal Schneidbretter aus Plastik oder aus Holz. Und auf dieser Seite ist sogar gestanden, dass Holzbretter sogar in der Mikrowelle desinfiziert werden können. Als nächstes haben wir einen Besen. Mit diesem Besen kann ich den Boden kehren. Denn wenn der Boden schmutzig ist, sollte man manchmal kehren. Der Staub ist nämlich und liegt nämlich auf dem Boden. Und da gibt es eine sehr coole Redewendung, die ich hier vorstellen kann. Man soll zuerst vor seiner eigenen Haustüre kehren, bevor man andere kritisiert. Das bedeutet also, man soll zuerst einmal schauen, was man selber vielleicht nicht so gut macht, bevor man andere Leute in diesem Bereich kritisiert. Benutzt du lieber einen Staubsauger oder den guten alten Besen? Und warum? Die Creme oder die Creme und eine Dose hat so eine Form. Es gibt auch Dosen aus Metall, aber zu diesem Gegenstand sagen wir auch eine Dose. Wir können diese Dose aufdrehen und dann haben wir den Deckel. Wir können den Deckel wieder aufsetzen und die Dose zudrehen. Und wenn ich mich jetzt einschmieren möchte, dann mache ich diese Bewegung. Ich nehme etwas von der Creme und ich schmiere mich damit ein. Du könntest auch sich eincremen sagen. Ich creme mich ein oder ich schmiere mich mit etwas ein. Was sind deine Gewohnheiten? Schmierst du dich manchmal mit irgendeiner Creme ein? Schreibe es in die Kommentare. Übe und trainiere dein Deutsch mit mir. Diese Verpackung heißt auf Deutsch Tube und diese Verpackung heißt auf Deutsch Dose. Ach ja, und du kannst mich gerne auf Buy Me a Coffee oder auf Patreon unterstützen. Wischst du lieber den Boden oder saugst du lieber Staub? Nummer D wie der Duschkopf. Ein Kopf, das ist so eine Form, beziehungsweise wir haben alle einen Kopf, das ist die Spitze von etwas und der Duschkopf ist dieser Gegenstand hier mit dem Griff. Wir greifen mit der Hand den Duschkopf an dieser Stelle und was machen wir dann? Wir duschen uns und das Wasser kommt aus diesen Löchern heraus. Das Wasser spritzt heraus oder das Wasser fließt heraus, kann man auch sagen. Manche Leute duschen lieber, manche Leute baden lieber. Duschen und baden sind zwei verschiedene Verben. Wenn ich mich dusche, dann brause ich mich einfach nur ab. Das ist auch ein anderes Verb, das wir mit dem Duschkopf verwenden können. Ich brause mich ab. Oder wenn ich ein Bad nehme, wenn man ein Bad nimmt, dann liegt man in der Badewanne und liegt wahrscheinlich etwas länger dort, als wenn man jetzt nur sich duschen würde. Platz Nummer 9 sind die Keime auf unserer Computertastatur. Also wir müssen aufpassen, hier besonders bei den Zwischenräumen sind besonders viele Keime enthalten. Und warum, ist ja auch ganz klar, weil wir ständig vor der Tastatur sind. Vielleicht trinken wir was oder unsere
irgendwelche Hautpartikel, Hautschuppen oder sonst irgendwas fallen auf die Tastatur oder wir niesen oder andere Dinge fallen auf die Tastatur. Das heißt also, hier sammeln sich statistisch gesehen besonders viele Keime. Und dann hätte ich hier noch einen Einwegrasierer. Das Wort Einweg kann man vor viele Nomen stellen, deswegen möchte ich es hier vorstellen und nennen. Wenn das ein Einwegrasierer ist, dann bedeutet das, dass man ihn theoretisch einmal benutzen kann, sollte oder möchte. Denn Einwegrasierer oder Einwegbecher benutzen wir im Alltag sehr, sehr oft. Ein Einwegbecher zum Beispiel wird oft verwendet, wenn man Kaffee verkauft. Man trinkt es einmal und dann kann man ihn theoretisch wegwerfen, was natürlich nicht sehr umweltfreundlich ist, aber ein ganz wichtiges Grundkonzept, Einweg plus Nomen, Einwegrasierer, hier in diesem Fall. Und wie sagt man dann das Verb dazu? Man rasiert sich. Ich rasiere mich, beziehungsweise ich rasiere mir den Bart. Und dann, ja, hat dieses Objekt, dieser Gegenstand seine Funktion erfüllt. Wie viele alte Kaffeetassen hast du, die du eigentlich nie benutzt? Wir trocknen uns die Haare mit dem Föhn. Der Föhn wird eingeschaltet und dann versucht man möglichst schnell sich die Haare zu trocknen. Der Föhn bläst warme oder kalte Luft heraus. Föhnst du dir nach dem Haarewaschen immer und jedes Mal die Haare? Wenn ich meine Haare mit einem Handtuch abtrockne, dann kann ich auch sagen, ich rubble mir die Haare ab. Sich die Haare abrubbeln. Was ist deine Gewohnheit? Überdeutsch mit mir und schreibe es in die Kommentare. Hast du eine bestimmte Routine, wie du deine Kleidung wäschst? Auf Platz 8 sind die Knöpfe am Elektroherd. Ist eigentlich auch ganz logisch, weil wir nicht nur sehr oft diese Knöpfe berühren und anfassen, sondern auch, weil eben sehr viel Essen oder andere Dinge leicht auf diese Knöpfe hinauffallen können. Und ich habe auch einen Mitgliederbereich. Mehr Videos, mehr Content für dich über ganz viele verschiedene Themen. Melde dich an, werde Mitglied bei meinem Kanal. Die Gabel und noch eine kleine Gabel. Was kann ich zu diesen zwei Haushaltsgegenständen erzählen? Nun, wir können mal die Gabel in die Hand nehmen und dann mit der Gabel essen. Entweder so, es kommt darauf an, wie du die Gabel nimmst. Und diese Gabel hat auch eine unterschiedliche Anzahl an Zacken oder Zinken. Schau, diese große Gabel hat 1, 2, 3, 4 Zacken oder Zinken. Und diese Gabel hat nur 1, 2, 3. Das ist auch eine Dessert- oder eine Obstgabel. Und man kann dann mit der Gabel verschiedene Dinge aufspießen. Ich spieße ein Stück Karotte mit der Gabel auf, beziehungsweise du kannst dann sagen, auf der Gabel ist ein Stück Karotte. Und es gibt einen traditionellen Kinderspruch, der geht so: Messer, Gabel, Schere, Licht sind für kleine Kinder nicht. Das heißt einfach nur, dass kleine Kinder mit diesen Gegenständen lieber nicht spielen sollen. Also dazu noch Licht und Schere. Denn eine Schere ist eben scharf und ein Licht könnte vielleicht elektrisch sein oder es könnte eine Kerze sein, das ist Feuer. Das ist nicht so sicher. Auf Platz Nummer 7 sind die Keime auf dem Waschbeckenabfluss oder im Waschbeckenabfluss. Und warum? Ganz klar, weil es dort eben immer sehr feucht ist. Das heißt also, das Grundprinzip ist, je feuchter ein Ort ist, desto einfacher können sich dort Keime und Bakterien vermehren. Also, die relativ unbeliebten Hausarbeiten sind unter anderem Bügeln, also mit dem Bügeleisen, die Kleidung glätten, das ist das Bügeln, oder die Toilette putzen, das ist auch relativ unbeliebt. Oder auch die Fenster putzen. Fenster putzen scheint auch eine relativ unbeliebte Hausarbeit zu sein. Wie ist das bei dir? Schreib es in die Kommentare, übe Deutsch mit mir. Welche Hausarbeit machst du gar nicht gern? Eine Frage, mit welcher Hand hättest du die Karotte aufgespießt? Mit rechts oder mit links? Isst du mit der Gabel links oder rechts? Ein Handtuch
Das ist ein Tuch für die Hand. Normalerweise kann man auch noch das Badetuch sagen. Das Badetuch ist größer und das Handtuch ist ein bisschen kleiner. Aber in der Umgangssprache sagen wir auch sehr, sehr oft, dass das hier ein Handtuch ist. Obwohl es nicht nur für die Hand, sondern auch für den ganzen Körper ist. Das Handtuch. Dieses Handtuch ist grün und ein sehr nützlicher Gegenstand im Haushalt. Ich kann sagen, ich trockne mich mit dem Handtuch ab. Ich trockne mich ab oder ich trockne vielleicht auch meine Haare ab. Ein anderes Verb ist diese Bewegung. Ich rubble mir die Haare ab. Das sind verschiedene Formen, wie man dieses Handtuch benutzen kann. Und jetzt umgekehrt zu den Hausarbeiten, die die meisten Leute oder die viele Leute relativ gut annehmen können und relativ gerne machen. Und das sind unter anderem Kochen, Lebensmittel einkaufen und auch Wäsche waschen. Beim Wäschewaschen kann ich das gut verstehen, weil dann sieht man wirklich den Erfolg. Man sieht, es wird sauber, es riecht dann gut. Beim Kochen kann ich mir auch denken, dass es mehr Spaß macht. Man kann das dann essen. Deswegen denke ich mal, dass das Erfolgserlebnis, das man bei der Hausarbeit hat, auch sehr viel damit zu tun hat, ob man diese Hausarbeit eher gerne macht oder nicht so gerne macht. Und jetzt schreib du mir in die Kommentare, welche Hausarbeit machst du sehr gerne? Oder anders gefragt, welche Hausarbeiten schiebst du sehr lange auf oder relativ gerne auf und welche Hausarbeiten kannst du eigentlich sehr schnell und sofort machen? Und hier möchte ich 2 Redewendungen mit dem Wort Besen vorstellen. Nummer 1. Alte Besen kehren gut. Das bedeutet, dass zum Beispiel in einer Firma erfahrene Mitarbeiter sehr, sehr wertvoll sind. Ein alter Besen, das heißt also ein Besen, der schon lange gebraucht wurde, der kehrt sehr gut. Und umgekehrt gibt es auch noch den Spruch, neue Besen kehren gut. Was heißt das genau? Das bedeutet, dass neu eingestellte Mitarbeiter sehr motiviert sind. Das ist ein Internetrouter und mit diesem Gerät können wir ins Internet. Man kann hier ein Kabel hineinstecken, das heißt, man kann mit einem Kabel ins Internet oder man drückt auf diesen Knopf und dann gibt es kabelloses Internet. Ach ja, und du kannst mich gerne auf Buy Me a Coffee oder auf Patreon unterstützen. Wie viele Kissen hast du auf deinem Bett? Auf dem nächsten Platz haben wir die Arbeitsplatten. Und warum gerade dort? Warum sind dort so viele Keime? Weil wir eben nicht nur das Essen dort zubereiten, sondern weil es auch sehr leicht passieren kann, dass wir dort andere Gegenstände hinstellen oder hinlegen. Zum Beispiel Taschen oder unser Handy oder Bücher oder irgendwelche anderen Dinge. Und so sammelt sich dann extrem viel oder es sammeln sich extrem viele Keime dann dort. Und hier habe ich einen Gegenstand mit J gefunden. Das ist ein Joghurtbecher. Dieser Joghurtbecher, hier steht Joghurt. Dieser Joghurtbecher ist relativ groß. 1 Kilogramm Joghurt passt in diesen Joghurtbecher hinein. Und auf Deutsch gibt es nicht so viele Haushaltsgegenstände, die mit dem Buchstaben J beginnen. Und in Österreich sagt man zu diesem Buchstaben auch je. Das heißt, man sagt je oder J. Und das hier ist ein Joghurtbecher. Isst du gerne Joghurt? Kaufst du dir sehr häufig Joghurt? Schreib es in die Kommentare und übe Deutsch mit mir. Welches Milchprodukt konsumierst du am häufigsten? Und wenn man Milchprodukte nicht gut verträgt, dann ist man laktoseintolerant. Man verträgt den Milchzucker nicht gut. Hast du einmal ein Haushaltsgerät gekauft, das du jetzt aber überhaupt nicht mehr benutzt und das jetzt für dich nur noch Staub auffängt? Ist es ein Staubfänger geworden? Weiter zum Thema Kaffee.
Hier haben wir verschiedene Arten, wie wir Kaffee zubereiten können. Welche Kaffeemaschine benutzt du? Nummer 1, diese elektrische Espressomaschine, die man hier an den Strom anschließen kann. Benutzt du so etwas zu Hause? Oder benutzt du eine Espressokanne, die man auf dem Herd erhitzt? Ist das deine Gewohnheit? Oder benutzt du vielleicht so eine Art Stempelkanne? Diese Art von Kaffeekanne nennt man entweder French Press Kanne oder Stempelkanne. Warum Stempel? Weil auf Deutsch ein anderer Gegenstand, der Stempel, genauso funktioniert. Man drückt mit einem Stempel auf ein Blatt Papier und hat dann ein Siegel. Und hier ist diese Art von Bewegung sehr ähnlich. Deswegen sagt man dazu, das ist eine Stempelkanne. Also, was ist deine Gewohnheit? Schreibe es in die Kommentare. Übe Deutsch mit mir. Wie bereitest du deinen Kaffee zu? Welchen Haushaltsgegenstand würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen und warum? Auf dem nächsten Platz ist dann die Küchenspüle. Ist eigentlich auch sehr verständlich, denn hier haben wir verschiedene Faktoren kombiniert. Auf der einen Seite ist es immer sehr, sehr feucht oder relativ feucht. Auf der anderen Seite ist hier oft dann Essen oder das Essen wird dann zubereitet. Das heißt, viele Bakterien von den Lebensmitteln werden dann in die Küchenspüle dort hinein transportiert oder sie fließen einfach in den Abfluss und dort sammelt sich dann einfach eine große Menge und auch eine große Anzahl an verschiedenen Keimen. Weiter geht es mit den Löffeln. Hier haben wir wieder verschiedene Arten und Typen von Löffeln. Zuerst einmal haben wir den großen Suppenlöffel, mit dem wir eine Suppe auslöffeln. Es gibt dazu auch eine coole Redewendung und zwar, wenn jemand die Suppe auslöffeln muss oder eine Suppe auslöffeln muss, dann bedeutet das, dass jemand irgendeine Schwierigkeit, irgendein Chaos aufräumen muss oder irgendwie ein Problem lösen muss. Alle Leute, vielleicht in einer Firma, alle Kollegen, sie ignorieren das und er ist dann oder sie ist dann die Letzte, die die Suppe auslöffeln muss. Und dann haben wir noch diesen kleinen Teelöffel, also dazu sagt man dann Teelöffel. Es gibt theoretisch noch sehr unterschiedliche Formen von Löffeln. Das ist eher so ein Kaffeelöffel für Eiskaffee zum Beispiel. Oder ein Eislöffel kann man auch sagen. Das ist ein Eislöffel, weil er länglich ist, aber er ist eben hier kleiner. Und dann kann man eben eine bestimmte Bewegung machen. Man kann etwas umrühren und ich habe mir gerade Kaffee gemacht und ich rühre meinen Kaffee um. Welches Haushaltsgerät benutzt du am häufigsten und warum? Eine Redewendung, die ich an dieser Stelle vorstellen möchte, ist: Jemand hat nicht alle Tassen im Schrank. Tasse ist ja ein Gegenstand, mit dem man zum Beispiel Tee oder Kaffee trinken kann, wie zum Beispiel die Kaffeetasse oder die Teetasse. Und wenn ich die Tasse in einen Schrank stelle, dann sind sie dort aufbewahrt. Und in dem Spruch, jemand hat nicht alle Tassen im Schrank, heißt das, dass jemand sehr irrational ist oder dass jemand verrückt ist, dass jemand etwas ganz, ganz Komisches macht und irgendwie sehr irrationale Dinge tut. Und hier haben wir jetzt die Mikrowelle, in der wir Essen erwärmen können. Natürlich können wir auch Getränke dort erwärmen oder warm machen, wenn wir etwas aus dem Kühlschrank holen, wenn etwas kalt ist oder wenn wir einfach etwas gerne etwas wärmer hätten, dann stellen wir diese Dinge in die Mikrowelle. Wir stellen die Zeit ein und wir stellen auch die Stärke ein. Es gibt nämlich die Wattzahl, wie viele Watt man gerne hier an Stärke haben möchte. Und dann drücken wir auf Start und dann warten wir, bis das Essen oder das Getränk warm geworden ist. Hast du zu Hause eine Mikrowelle? Benutzt du oft eine Mikrowelle oder sehr, sehr ungern? Benutzt du das gar nicht gern? Was sind deine Gewohnheiten? Schreibe es in die Kommentare, wie du gerne dein Essen erwärmst. Und wir hatten zwar schon den Buchstaben M mit der Mikrowelle, aber der Vollständigkeit halber möchte ich noch das Messer präsentieren. Wir schneiden etwas mit dem Messer oder wir tragen Butter auf oder irgendwas anderes, Aufstrich zum Beispiel,
in Österreich, in Mitteleuropa ist Aufstrich ein sehr beliebtes Lebensmittel. Wir tragen das auf das Brot auf oder wir schmieren das auf das Brot. Auf Platz Nummer 4 wären dann die Keime im Bio-Abfalleimer, was auch nicht wirklich weiter verwunderlich ist. Aber zumindest von der Anzahl der Keime, statistisch gesehen, ist es auf Platz 4. Welche 3 Gegenstände würdest du für eine perfekte, saubere Küche brauchen? Wenn wir unsere Nägel schneiden möchten, dann benutzen wir entweder so ein Ding, das heißt Nagelknipser, oder vielleicht benutzt du eine Nagelschere. Auf jeden Fall ist das hier auf den Händen der Nagel, der Plural ist dann die Nägel, und hin und wieder sollten wir uns die Nägel schneiden. Welches Werkzeug präferierst du? Die Nagelschere oder den Nagelknipser? Wie ist deine Meinung zum Wäschefalten? Faltest du deine Wäsche oder machst du das nie? Und nun kommen wir zur Obstschale. Hier sehen wir Äpfel und Bananen in dieser wunderschönen Obstschale liegen. Alles, was so eine Form hat, kann man auch als Schale bezeichnen. Und wie du siehst, haben wir hier viele Äpfel und ein paar Bananen. Ach ja, und du kannst mich gerne auf Buy Me a Coffee oder auf Patreon unterstützen. Ich frage dich, was ist dein Lieblingsobst? Hast du überhaupt ein Lieblingsobst? Schreib es in die Kommentare. Übe Deutsch mit mir. Isst du jeden Tag Obst? Noch eine Frage, die mir eingefallen ist. In deinem Heimatland gibt es da ein Obst, das besonders bekannt und berühmt ist, das besonders gut schmeckt? Ist dein Land für ein bestimmtes Obst sehr bekannt? Noch 2 wichtige Utensilien. Das hier ist ein Teller. Ein Teller ist flach und eine Schüssel ist tief. Und jetzt Platz 3 ist wahrscheinlich eine große Überraschung, und zwar der Kühlschrank. Besonders viele Keime sind im Kühlschrank. Und zwar habe ich gelesen, dass im Kühlschrank zwar die Temperatur niedriger ist und dass sich dann die Keime statistisch oder theoretisch gesehen etwas langsamer ausbreiten können, aber dadurch, dass eben so viele Lebensmittel immer hineingestellt werden und wieder herausgenommen werden, ist das ein idealer Ort für die Bakterien und für die Keime, um sich zu vermehren. Man kann sich also vorstellen, im Kühlschrank wird die Anzahl der Keime und Bakterien immer wieder neu aufgefüllt. Also das habe ich so noch nicht gehört, das war auch für mich sehr interessant zu lesen. Welchen Haushaltsgegenstand musst du am häufigsten reinigen? So, das nächste sind die Papiertaschentücher, die natürlich in keinem Haushalt wegzudenken sind. Sie sind nicht wegzudenken, das heißt, in jedem Haushalt braucht man das eigentlich. Und was macht man damit? Ein Beispiel, man schneuzt sich, das ist das hier, oder man putzt sich die Nase. Das kann man mit einem Papiertaschentuch machen. Was kann man noch machen? Man kann zum Beispiel etwas damit abwischen. Ich wische etwas mit diesem Papiertaschentuch ab. Zum Beispiel diese Tasse. Ich wische die Tasse ab. Und zwar mit diesem Haushaltsgegenstand. Eine Frage bezüglich deiner Gewohnheiten. Hast du immer ein Papiertaschentuch oder eine Packung mit Papiertaschentüchern dabei, wenn du zum Beispiel unterwegs bist? Ist das für dich etwas, was du immer dabei haben musst, zum Beispiel in deiner Tasche oder in deinem Rucksack? Eine Packung Papiertaschentücher. Weiter geht es mit Kissen oder Polstern. In Österreich sagt man Polster zu diesen Gegenständen und in Deutschland sagt man eher Kissen zu diesen Gegenständen. Also entweder ist es ein Kissen oder ein Polster. Und was machen wir dann? Wir setzen uns zum Beispiel auf ein Kissen oder wir setzen uns auf einen Polster oder wir legen uns mit dem Kopf auf den Polster oder auf das Kissen. Also hoffentlich schläfst du gut. Wir gehen weiter zum nächsten Wort. Wäschst du lieber mit der Hand oder mit dem Geschirrspüler, falls du einen hast? Im Deutschen gibt es nicht viele Wörter mit Q, aber ich habe einen Gegenstand mit dem Anfangsbuchstaben Q gefunden. Und zwar ist das ein Quirl. Ein Quirl. Was macht man mit diesem Gegenstand? Man versucht zum Beispiel etwas aufzuschlagen. Zum Beispiel versucht man Eiweiß aufzuschlagen. Wenn man zum Beispiel einen Kuchen backen möchte, dann ist dieses Werkzeug ein sehr
oft gesehener Gast. Man sieht es sehr, sehr oft, wenn man einen Kuchen backt oder wenn man einen Kuchen bäckt. Denn beide Verbformen kann man hier benutzen. Also, das ist ein Quirl und ich frage dich, wie oft benutzt du diesen Haushaltsgegenstand? Wie trocknest du dein Geschirr ab? Lässt du es an der Luft trocknen oder wischst du es mit einem Tuch ab? Oder hast du einen Trockner? Hast du eine bestimmte Maschine, die dein Geschirr trocknet? Das nächste Wort ist der Regenschirm. Wir können einen Regenschirm aufspannen. Jetzt ist der Regenschirm aufgespannt. Etwas spannen ist diese Bewegung. Und wir können den Regenschirm wieder zumachen. Und ich denke, in jedem Haushalt oder in fast jedem Haushalt findet man diesen Gegenstand. Hast du ein Haushaltsgerät, das du zwar oft benutzen musst, aber trotzdem sehr schwierig oder sehr mühsam zu bedienen findest? Jetzt haben wir hier die wunderbare Schere. Wir können mit dieser Schere etwas schneiden. Es gibt Scheren für Rechtshänder, für Linkshänder und manchmal sind die Scheren auch neutral geformt. Das ist der Scherengriff und wir schneiden damit etwas oder wir schneiden etwas durch, wir schneiden etwas ab. Das sind verschiedene Formen, wie wir das sagen können. Zum Beispiel kann ich einfach sagen, ich schneide das Papier. Und wenn ich sage, ich schneide das Papier durch, dann muss ich die ganze Seite durchschneiden. Und wenn ich etwas abschneide, dann ist das dieser Endpunkt und er fällt runter. Ich habe es abgeschnitten. Ab ist genau diese Form von Bewegung. Das Stück Papier wurde von mir gerade abgeschnitten. Und ich habe auch einen Mitgliederbereich. Mehr Videos, mehr Content für dich über ganz viele verschiedene Themen. Melde dich an, werde Mitglied bei meinem Kanal. Das typische Toilettenpapier ist auf so einer Rolle. Es ist aufgerollt. Und wir können mit dem Toilettenpapier verschiedene Dinge abwischen und reinigen. Und wenn wir das Papier von der Rolle haben wollen, dann sagen wir rollen es ab. Das ist diese Bewegung hier. Wir rollen das Toilettenpapier ab. Die Uhr. Mit der Uhr können wir die Zeit ablesen. Und eine Uhr hat zwei Uhrzeiger und wir können eine Uhr verstellen. Wir verstellen die Uhr, wir können sie nach vor oder zurückstellen. Ich stelle die Uhr vor, ich stelle die Uhr zurück. Normalerweise hängen wir so eine Uhr an die Wand. Dann ist es eine Wanduhr. Was ist das erste Haushaltsgerät, das du morgens benutzt? Und hier haben wir einen Vorhang. Der Vorhang ist bei einem Fenster. Wir können den Vorhang zuziehen. Wir können den Vorhang auch wieder aufziehen. Das ist ein Vorhang. Das Wort selber ist auch sehr interessant. Vor und Hang. Gut, was heißt das? Vor bedeutet vor etwas. Hier in diesem Fall vor dem Fenster. Hang kommt von dem Verb hängen. Das heißt, wir hängen etwas vor das Fenster. Ein Vorhang. Welche Farbe haben bei dir die Vorhänge? Schreibe es in die Kommentare. Auf Platz 2 sind die Badezimmerfugen zwischen den Kacheln und dort haben wir besonders viele Keime und Schimmelpilze. Ja, vielleicht hast du es mal gesehen, in diesen Fugen können sich auch sehr viele Keime bilden und es kann zu Schimmel kommen, es kann sich verfärben. Also das ist auch ein Ort, wo man sehr, sehr viele Bakterien findet. Gibt es einen Haushaltsgegenstand, den du zwar hast, aber nicht genau weißt, wie er funktioniert? Hier haben wir einen Wasserkocher. Wir können damit Wasser kochen.
Hier haben wir die Maßanzeige, wie viel Wasser wir drinnen haben. Wir sollen minimal so viel Wasser kochen und maximal so viel Wasser eingießen. Ich gieße das Wasser hier oben hinein. Hier kommt das Wasser hinein. Und dann fange ich an, das Wasser zu kochen, indem ich auf diesen Knopf drücke. Und dann warte ich, bis mein Wasser kocht. Was sind deine Gewohnheiten bezüglich eines Wasserkochers? Hast du so etwas zu Hause? Benutzt du so etwas? Kochst du dir oft Tee oder Kaffee mit deinem Wasserkocher? Was sind deine Gewohnheiten? Es war gar nicht so einfach, einen Haushaltsgegenstand mit X zu finden, aber hier ist einer. Das ist ein X-Standfuß. Und man findet so einen X-förmigen Standfuß zum Beispiel bei Wäscheaufhängern, bei Wäschetrocknern. Gleich die Frage an dich, wie trocknest du normalerweise deine Wäsche? Mit so einem Wäscheständer oder mit einem Trockner oder mit einer Wäscheleine? Wie machst du das? Schreib es in die Kommentare. Welche Hausarbeit machst du am liebsten und welche Hausarbeit machst du am wenigsten gern? Ein Gegenstand mit Y. Es war nicht einfach, auf Deutsch einen Gegenstand mit Y zu finden, aber hier haben wir eine Yogamatte. Man könnte natürlich auch Sportmatte dazu sagen, aber man kann auch Yogamatte dazu sagen, weil man darauf Yoga machen kann. Und eine Matte ist etwas, das so aussieht. Es gibt Matten für verschiedene Zwecke und verschiedene Situationen. Wenn ich zum Beispiel nach Hause komme und meine Schuhe abputzen möchte, dann haben wir auch eine Fußmatte für die Schuhe. Und wenn wir Yoga machen oder wenn wir Sport machen, dann können wir auf einer Yogamatte bestimmte Übungen machen. Hast du zu Hause so eine Yogamatte oder so eine Sportmatte? Benutzt du das manchmal? Schreib es in die Kommentare. Der Platz 1, was haben wir da? Der Schwamm oder der Waschlappen in der Küche. Dort findet man extrem viele Keime, denn wir haben auf der einen Seite eine sehr feuchte Umgebung und auf der anderen Seite waschen wir damit Geschirr und das heißt also Essensreste kommen in den Schwamm hinein und es sammelt sich also eine große Anzahl an sehr verschiedenen Keimen in diesen kleinen Waschlappen, die auch immer ein bisschen feucht sind und deshalb wird geraten, dass man sehr häufig und sehr regelmäßig diese Putzlappen, diese Waschlappen für das Geschirr auswechselt. Und jetzt sag mir, war das für dich so überraschend? Was hast du schon vorher gewusst? Und was war heute in diesem Video neu für dich? Schreib es in die Kommentare und übe Deutsch mit mir. Ach ja, und du kannst mich gerne auf Buy Me a Coffee oder auf Patreon unterstützen. 3 Gegenstände. Und zwar, alle beginnen mit dem Wort Zahn. Der Zahn ist das hier. Die Zähne, das ist der Plural von dem Wort Zahn. Und jetzt haben wir natürlich einmal die Zahnbürste. Die Zahnbürste. Das hier oben ist eine Bürste. Es gibt auch noch eine Haarbürste. Viele Gegenstände, die so aussehen, sind eine Bürste. Und mit der Zahnbürste putze ich meine Zähne. Ich putze meine Zähne. Wir brauchen aber noch die Zahnpasta. Die Zahnpasta schmieren wir auf die Zahnbürste hinauf. Und diese Art von Verpackung heißt Tube. Das ist eine Zahnpasta-Tube, wo man die Zahnpasta hinausdrücken kann. Und Gegenstand Nummer 3 ist noch etwas anderes, und zwar Zahnseide. Zahnseide. Mit der Zahnseide kann man Speisereste
entfernen. Man kann Speisereste in den Zahnzwischenräumen entfernen. Und das sind 3 sehr häufige oder sehr häufig zu sehende Utensilien im Badezimmer. Wir beginnen unser Quiz mit verschiedenen Verben zu den Haushaltsgegenständen. Satz Nummer 1. Ich jeden Morgen den Wasserkocher, um Tee zu machen. Ich schalte, ich schüttle, ich fülle. Was könnte richtig sein? Ich fülle den Wasserkocher. Jeden Samstag ich die Wohnung mit dem Staubsauger. Putze, sauge oder trockne. Man könnte hier sagen, jeden Samstag sauge ich die Wohnung mit dem Staubsauger. Theoretisch könnte man auch sagen, jeden Samstag putze ich die Wohnung mit dem Staubsauger. Theoretisch ist das Wort putzen bzw. das Verb putzen sehr flexibel. Man kann natürlich mit verschiedenen Geräten und mit verschiedenen Gegenständen etwas putzen. Satz Nummer 3. Er das Geschirr in die Spülmaschine, nachdem er gegessen hat. Er wäscht, er trocknet oder er stellt das Geschirr in die Spülmaschine. Die richtige Antwort wäre hier, er stellt das Geschirr in die Spülmaschine, nachdem er gegessen hat. Oder man kann auch sagen, er räumt das Geschirr in die Spülmaschine. Dieses Verb kann man auch benutzen. Du jeden Abend das Licht im Schlafzimmer aus, bevor du schlafen gehst. Welches Verb könnte passen? Du machst, du schließt oder du schaltest aus. Man kann ein Licht ausschalten und auch ausmachen. Du machst jeden Abend das Licht aus, bevor du schlafen gehst, oder du schaltest jeden Abend das Licht aus, bevor du schlafen gehst. Schließen benutzen wir bei Dingen wie zum Beispiel bei einem Fenster. Ich schließe ein Fenster oder ich schließe die Türe oder ich schließe eine Tasche. So benutzen wir schließen. Sie die Wäsche aus der Waschmaschine und hängt sie zum Trocknen auf. Sie nimmt, sie stellt oder sie packt. In diesem Fall sagen wir normalerweise, sie nimmt die Wäsche aus der Waschmaschine und hängt sie zum Trocknen auf. Wir das Brot mit dem Brotmesser, um es zum Frühstück zu servieren. Wir schneiden, wir braten oder wir kochen das Brot mit dem Brotmesser. Natürlich sagen wir schneiden das Brot mit dem Brotmesser, um es zum Frühstück zu servieren. Und der letzte Satz, Nummer 7. Ihr jeden Tag den Müll raus, bevor ihr zur Arbeit geht. Ihr schiebt oder ihr bringt. Ihr nehmt jeden Tag den Müll raus, bevor ihr zur Arbeit geht. Welches Verb ist hier richtig? Ihr bringt den Müll raus. Wir bringen den Müll raus. Theoretisch könnte man auch sagen, wir nehmen den Müll raus. Das ist grammatikalisch irgendwo auch noch korrekt. Wenn ich sage, ich schiebe den Müll raus, dann wäre das ein bisschen komisch, weil etwas schieben bedeutet etwas sehr, sehr Schweres in eine bestimmte Richtung drücken. Ich schiebe den Müll raus, sagen wir so nicht. Also normalerweise, wir bringen den Müll raus. Und ich habe auch einen Mitgliederbereich. Mehr Videos, mehr Content für dich über ganz viele verschiedene Themen. Melde dich an, werde Mitglied bei meinem Kanal.